Willkommen zum Titan Talk. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Jürgen Palm. Ich bin seit über 32 Jahren niedergelassener Hals-Nasen-Ohrenarzt und Allergologe und ich arbeite mit 4 fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen in Rödenbach, Pegnitz und in Lauf. Ja, tatsächlich sitze ich auch hier vor Ihnen mit 2 Titan-Ottoplastiken im Ohr und ich kann nur sagen, ich bin begeistert vom Tragekomfort. Es ist sehr angenehm, es passt alles, es gibt kein Druckgefühl im Ohr. Und die Opernstücke sind sehr leicht. Und was ich besonders schätze, ist, dass ich darüber auch die eigene Stimme sehr natürlich höre. Das heißt also auch die Bohrung, das passt alles. Und natürlich ganz entscheidend, Sprachverständlichkeit ist mit diesen Ottoplastiken sehr, sehr gut. Ich persönlich empfinde es als sehr, sehr angenehm. Es ist ein leichtes Material. Es ist ein Material, das meine Gehörgangshaut nicht reizt. Ich habe, seit ich das trage, und das sind ja doch schon weit über 10 Jahre, keine Probleme mit Entzündungen, mit ekzematösen Veränderungen. Und was ich auch sehr angenehm finde, ist die natürliche Wiedergabe von Sprache. Das hat natürlich jetzt mit dem Titanmaterial wenig zu tun, sondern mit der Ottoplastik an sich. Aber durch die große Bohrung habe ich ein wunderbares Hören meiner eigenen Stimme. Für die meisten Patienten ist das Thema Ottoplastiken ein komplettes Neuland. Klären Sie selbst über Titan-Ottoplastiken auf? Ja, und zunehmend mehr, weil ich immer wieder feststelle, dass Patienten zu mir kommen, die teilweise High-End-Hörgeräte haben, die auch eine nicht unerhebliche Zuzahlung dafür geleistet haben, weil sie eine optimale Sprachverständlichkeit möchten, weil sie optimale Störschallunterdrückung möchten, weil sie ein gutes Richtungshören möchten. Und da stelle ich dann manchmal doch fest, dass die Patienten ja ein Plastikschirmchen im Ohr haben. Und wenn man sich dann die Lage dieses Schirmchen ansieht, dann ist die, sagen wir mal, immer wieder mal suboptimal. Das heißt, der Schall wird an den Gehörgang gewichtet. Und das tut mir dann in der Seele weh, wenn ich sehe, da wird ein tolles Signal generiert. Und dieses Signal kommt aber gar nicht am Trommelfell und über die Gehörküchelchenkette gar nicht am Innenohr an. Und das sind auch die Patienten, muss ich sagen, die mir dann hinterher durchaus dankbar sind und sagen, wow, sie hätten nicht gedacht, dass da nochmal eine Verbesserung von Sprache so deutlich möglich ist. Also vor einigen Wochen war ein Patient, Anfang 60, bei mir in der Praxis und hat mir ganz stolz ein neues Hörgerät präsentiert. Das war ein absolutes High-End-Gerät, technisch ganz hervorragend ausgestattet. Und er hatte tatsächlich über die Sprachverständlichkeit geklagt. Ich habe ihn dann gefragt, wie war das mit seinem vorherigen System? Sagt er ja deutlich schlechter. Also die Versorgung mit dem High-End-Gerät hat schon eine Verbesserung gebracht, aber er war der Meinung, da ist noch mehr drin. Und der Patient hat dann tatsächlich eine Titan-Ottoplastik bekommen. Und am Ende des Gespräches hat er mir dann verraten, dass seine Frau vor einem halben Jahr mit der gleichen Problematik bei mir war und auch ein Titan-Ottoplastikteil bekommen hat. Und da eben so zufrieden war, dass er dann der Meinung war, bei ihm ist mehr drin. Und das war ja dann letztlich auch so. Gibt es bestimmte Patientenprofile, bei denen Sie Titan-Ottoplastiken besonders empfehlen würden? Ja, das sind vor allem Patienten, die Probleme haben mit der Gehörgangshaut, die zu Ekzemen neigen oder die von Haus aus Allergien haben, vor allem Kontaktallergien, zum Beispiel gegen bestimmte Kunststoffe. Und da bietet sich Titan als Material perfekt an. Man kann natürlich auch eine Vergoldung anbieten, aber das ist teilweise optisch auch nicht so gut. Und da würde ich sagen, hat sich in den letzten Jahren Titan etabliert. Und natürlich die Vorteile des Ohrpassstückes hinsichtlich Sprachverständlichkeit, Richtungshören, Störschallunterdrückung und vor allem auch einem offenen Höreindruck. Das heißt, die eigene Stimme wird sehr gut wahrgenommen. Wie bewerten Sie die Hygiene und Sauberkeit von Titan-Ottoplastiken aus eigener Erfahrung? Ja, also wie alle Ottoplastiken brauchen sie natürlich gelegentlich eine gewisse Pflege. Dafür gibt es ja auch vom Akustiker entsprechende Pflegesets, aber sie lassen sich sehr, sehr leicht reinigen. Und die unvermeidlichen Ceruminalablagerungen lassen sich problemlos abtragen. Natürlich muss man gelegentlich im Bereich des Hörers
Wir können das in der Praxis selbst machen, aber ansonsten würde ich empfehlen, das beim Akustiker vornehmen zu lassen, die kleinen Schirmchen, die als Abdeckung auf dem Hörer sitzen, auswechseln lassen oder reinigen lassen, aber ansonsten völlig unproblematisch. So wie wir große Fortschritte in der Technik, beispielsweise in der Verstärkerleistung, in der Mikrofontechnik sehen, so braucht es die Titan-Ottoplastiken, um den dabei generierten Schall auch optimal an das Hörorgan über das Trommelfell zu übermitteln.